Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einer echten Premiere. Denn in diesem und dem nächsten Tutorial geht es zum ersten Mal ums Basteln mit expandiertem Polystyrol, kurz EPS und landläufig als Styropor bekannt. Der große Vorteil an Styropor ist, es ist extrem günstig und man findet es oftmals als Bestandteil von Verpackungen. Und damit kostet es quasi nichts. Allerdings hat Styropor keine glatte, sondern eine recht markante Oberfläche. Außerdem kann das Zerschneiden leicht zu einer kleinen Sauerei werden, wenn sich die kleinen Styroporkugeln lösen und in der ganzen Wohnung verteilen. Dennoch lässt sich einiges daraus zaubern, vor allem wenn man mit einem Heißdrahtschneider arbeitet und etwas Fantasie mitbringt. Alles, was ihr also neben einigen Styropor-Verpackungsresten braucht, ist ein Heißdrahtschneider mit idealerweise einer verbesserten Führungsschiene. Das erste, was ihr dann machen solltet, schaut euch die Formen der Verpackungsreste genau an. Welche Elemente könnten sich wofür in eurem Projekt eignen? Ich will ja aus diesen Resten eine Sci-Fi-Festung bauen. Entsprechend benötige ich Mauern, Türme und ein Tor. Dies hier könnte zum Beispiel ein Mauersegment mit Stützpfeilern sein. Und daraus könnte man einen Turm oder einen Teil des Tors bauen. Fangen wir doch einfach mal mit einem Mauerstück an. Überlegt euch, wo ein Abschneiden am meisten Sinn macht und legt dann einfach los. So, das ist doch schon mal eine prima Mauer und das war doch gar nicht so schwer. Kommen wir zu diesem Eckstück. Erstmal wird es grob herausgeschnitten. Dabei merkt man dann auch schon, was man danach noch wo und wie abschneiden sollte. Getreu dem TWS-Motto, denkt nicht, was es ist, sondern was es sein könnte. Nutzt beim Zuschneiden die Techniken, die ihr schon von anderem Hartschaumzuschnitt mit dem Heißdrahtschneider kennt. Für gerade und präzise Zuschnitte ist eine Führungsschiene aber schon ein kleines Muss. Macht dann Stellproben mit euren Bauteilen, um zu sehen, wie was am besten zusammenpasst und wo man noch etwas abschneiden müsste. Oder wo das Verpackungsstyropor nicht ganz rechtwinklig ist und man mit angeschrägt zugeschnittenen Bauteilen arbeiten muss. Hierzu einfach das schräge Bauteil an den Draht vom Heißdrahtschneider stellen, den Draht entsprechend der Schräge justieren und dann das anzubauende Bauteil passend schräg zuschneiden. So, das passt. Arbeitet euch dann genauso weiter voran. Also von einer groben Idee und den ersten größeren Bauteilen zu immer weiteren Ergänzungen und kleineren Elementen. Nehmt euch dabei auch mal Figuren zur Hilfe, um die Größen und Proportionen von Bauteilen besser abschätzen und künftige Klebepunkte optimal markieren zu können. Damit dem Betrachter später möglichst wenig Verbindungen und Klebestellen ins Auge springen, bietet es sich zudem an, manche Bauteile auf Gärung bzw. im 45°-Winkel zuzuschneiden. Das geht ganz einfach, indem ihr den Draht an eurem Heißdrahtschneider mit Hilfe eines Geodreiecks verstellt. Passt dann alles nach dem groben Zuschnitt nach und nach auf die exakten Maße an, die sich meist aus den Styroporresten selbst ergeben. Und dann kann es auch schon an den Zusammenbau gehen. Damit ihr dabei immer schnell weiterarbeiten könnt, empfehle ich Heißkleber. Holzleim geht natürlich auch, aber dann solltet ihr die Klebestellen unbedingt mit Stecknadeln fixieren und am besten auch Zahnstocher als zusätzliche Verbindung einplanen. Denn Holzleim trocknet leider deutlich langsamer als Heißkleber. Und wenn ihr mal einen passenden Aufdruck findet, verbaut ihn einfach. Lower passt als Hinweis über einem Tor doch prima. Kurz noch etwas anschrägen, ankleben und fertig. Ist der grobe Zusammenbau abgeschlossen, schaut, ob sich irgendwo weitere Details, wie zum Beispiel Stützpfeiler an glatten Mauern anbieten. Hier zum Beispiel. Und das hier könnte doch direkt das Tor werden, oder? Daher schneide ich es erstmal in der Mitte durch, auf und zu, passt doch prima. Aber so ein bewegliches Tor braucht natürlich eine Führung. Also wird ein weiteres Bauteil benötigt, das entsprechend der schrägen Wände schräg zugeschnitten werden muss. So, jetzt noch den Umriss des Tors übertragen und das Innere herausschneiden. Dazu ein Tipp: Sobald ihr beim Schneiden in die Ecken kommt, schaltet den Heißdrahtschneider aus und dreht das Bauteil in die nächste Schnittrichtung. Schaltet dann den Heißdrahtschneider wieder ein und fahrt fort.
So, das passt doch wunderbar und das Tor lässt sich auf- und zumachen. Damit wäre dieses Tor für die Sci-Fi-Festung dann auch schon bemalbereit. Aber das gibt's erst im nächsten Video zu sehen. Bis dahin bastel ich auch noch einige weitere Festungselemente. Wir sehen uns dann nächsten Freitag zum fröhlichen Bemalen und noch fröhlicherem Verwittern. Bis dann! Für gerade und präzise Zuschnitte ist eine Führungsschnitte. Was ist eine Führungsschnitte? Schreibt's in die Kommentare.